Es waren schon mehrere, vielleicht 3.000 oder 4.000, die wohl den Todesmarsch mitgemacht haben. Oder noch mehrere. Aber wir Kinder haben ja nichts angehabt, kein Mantel, nichts. Ne? Und nichts zum Essen. Und ich wollte immer im Todesmarsch, wollte ich immer abhauen. Da habe ich mich nicht traut, weil man denkt, dann finde ich nirgends mehr hin. Ne? Da wäre ich vielleicht verhungert oder verduscht in dem Wald drin. Und das waren lauter Wälder, wo wir durchmarschiert sind. Und dann, dann haben wir stehen bleiben müssen. Und dann sind wir einsaunt worden mit Stacheldraht. Da waren wir noch 20 oder 15 Kinder oder 20 Kinder, das weiß ich auch nicht mehr. Und dann sagt der Mendlo, das ist auch der Älteste gewesen von uns, aber 17, wir müssen abhauen. Na, sagen wir ja. Dann sind mit 2 Cousins von mir und 2 andere sind wir abgehauen. Und da sind wir zu den Russen gelaufen. Also, wir haben nicht gewusst, wo ist. Und oben stehen die 3 SS oder 4 SS, haben sie umgezogen, haben die Häftlingssachen angezogen. Dann, wie wir dann abgehauen sind, dann sind wir im Wasser drin, so bis zur Hochwasser war Wasser, und da haben, weil die Russen geschossen haben, und da haben die SS geschossen, 2 SS, vergiss ich nicht, mit dem Ledermantel an. Und wir sitzen da so drin in dem Wasser, ein paar Stunden schon, und die haben gegeneinander geschossen, und die SS hat immer noch geschossen, und die Russen waren schon da. Und dann sage ich, blöder Hund als Kind, lauter Biene und hebt den Finger hoch. Dann sagt er zu mir, wenn ich noch mal den Finger hochhebe, dann schießt er mich. Der SS-Mann, wo er auch im Wasser gestanden ist. Das war da eine große Gemeinheit, was der gesagt hat. Und die Russen waren schon bei uns da. Ne? Der wollte mich wirklich da schießen, weil ich da lauter Bienen, das haben sie mir, der Manfred und meine Cousins immer noch vorgeschmissen, dass ich nicht ganz da war, weil ich gesagt habe, ich habe Bienen. Ich habe ehrlich gedacht, das sind Bienen. Ja, da war er schon immer ganz da. Da war ich schon immer ganz da, ja. Ja, den haben sie ja dann am Straßenrand sozusagen. Tu die Hand runter! Ja? Aber mit was an tun? Und Ledermann, dann bist du her. 6, 7 Stunden waren wir in dem Wasser drin. Ja? Und die haben geschossen und die Russen waren mit den Panzer da. Die hätten ja gar nichts mehr ausrichten können. Ja? Und dann fällt mir jetzt nur mal was ein. Und gerade wo die Russen da geschossen sind wir dann hinten, dann hat mein Cousin auf den Panzer aufgeguckt. Und dann hat ein SS-Mann, das war kein SSler, sondern ein Soldat, ein deutscher Soldat, ein junger Mann, aber so ein Kräftig, den vergesse ich nie. Und der hat gesagt, da schießen Sie die da. Und dann hat der gesagt, nein, ich mache das nicht. Befehlsbeweigerung, oder wie das geheißen hat. Dann hat er gesagt, er macht das jetzt 3, 4 Mal. Und dann hat er sein Hemd, das weiß ich hundertprozentig, da habe ich schon, hat sein Hemd ausgerissen und haben sie ihn erschossen, weil er nicht die anderen erschossen hat. Ja? Das war doch ein Mann, sowas darf man auch nicht vergessen, was der gemacht hat. Der hat sein Leben, weil er verweigert hat.